Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Videoserie, in der es um Netzsysteme, um Sicherung und schließlich um die RCD geht. Ich habe bereits den vollkommenen Kurzschluss und den unvollkommenen Kurzschluss betrachtet. Im vierten Teil der Serie habe ich den vollkommenen Körperschluss betrachtet und im heutigen fünften Teil wird der unvollkommene Körperschluss näher untersucht. Dabei setze ich in diesem Fall voraus, dass keine RCD eingesetzt ist und der Fehlerschutz ausschließlich durch den Einsatz von Sicherungen zu erfolgen hat. Die Fälle sind zum Teil einfach, zum Teil auch ein bisschen komplizierter. In den komplizierteren Fällen werde ich einige grundlegende Berechnungen durchführen, die auch eine gute Gelegenheit bieten, diese grundlegenden Berechnungen noch einmal nachzuvollziehen. Wie bereits gesagt, geht es in diesem Video um den unvollkommenen Körperschluss. Bei einem vollkommenen Körperschluss ist es ja so, dass der Außenleiter widerstandsfrei eine Verbindung mit einem Körper hat, so wie wir das in diesem Fall sehen und so wie es zum Beispiel bei einem Toaster durchaus auch vorkommen kann. Im Gegensatz dazu ist es beim unvollkommenen Körperschluss so, dass zwar eine Verbindung eines Außenleiters zum Körper eines Betriebsmittels besteht, diese Übergangsstelle, also die Fehlerstelle, jedoch widerstandsbehaftet ist und damit einen nennenswerten Widerstandswert hat, der hier durch den Widerstand abgebildet wird. Dabei kann man nun viele verschiedene Fälle betrachten. Ich werde in diesem Video einige Fälle betrachten, die sich dadurch unterscheiden, dass in manchen Fällen ein Standortwiderstand des Körpers zur Erde gegeben ist, dass in einigen Fällen der Schutzleiter angeschlossen ist oder auch nicht angeschlossen ist. Und ich werde außerdem dahingehend unterscheiden, dass ein Mensch möglicherweise den Körper berührt oder eben auch nicht berührt. Ich werde in diesem Video daher 9 verschiedene Fälle betrachten. In den ersten 4 Fällen ist der Standortwiderstand, das ist der Widerstand, den der Körper zur Erde hat, unendlich groß. In den nächsten 4 Fällen ist dieser kleiner. Außerdem wird es 4 Fälle geben, in denen der Mensch den Körper nicht berührt und 4 Fälle, in denen eine Berührung stattfindet. Und es wird auch 4 Fälle geben, in denen kein Schutzleiter angeschlossen ist und 4 Fälle, in denen der Schutzleiter vorhanden ist. Außerdem werde ich im 9. Fall noch den Fall betrachten, bei dem der Mensch einen großen Übergangswiderstand zur Erde hat. In vielen dieser betrachteten Fälle ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass Sicherungen bei großen Fehlerströmen abschalten, jedoch die Anlage nicht abschalten, wenn die Fehlerströme klein sind. Und dabei bleiben dann die Fehler lange bestehen und können somit natürlich auch sehr gefährlich werden. In den Fällen, in denen der Mensch den Körper berührt, muss für den Mensch ein Widerstandswert angenommen werden. In der Fachliteratur werden Werte angegeben von 600 Ohm bis etwa 3000 Ohm für den Widerstand eines menschlichen Körpers von der rechten Hand bis zu den Füßen. Entsprechende Berechnungen werden im Allgemeinen mit einem Wert von 1000 Ohm durchgeführt. Den werde ich in diesem Video auch benutzen, diesen Wert von 1000 Ohm für einen Menschen. Nun zum ersten Fall. Im ersten Fall hat die Fehlerstelle einen Widerstand von 1000 Ohm, also hier an dieser Stelle ein Übergangswiderstand von 1000 Ohm. Der Standortwiderstand ist unendlich groß, das heißt, der Körper hat keine Berührung mit dem Erdboden. Der Mensch berührt den Körper nicht und es gibt keinen Schutzleiter. Dieser Fall ist recht einfach zu analysieren, denn der Außenleiter liegt ja nun über diesen Widerstand direkt am Körper des Betriebsmittels. Es fließt jedoch kein Strom, somit gibt es auch keinen Spannungsfall an dem Übergangswiderstand und somit habe ich eine Spannung von 230 Volt gegen Erde und die Situation ist potenziell sehr gefährlich. Da aber nun kein Fehlerstrom fließt, kann die Sicherung nicht auslösen. Das ist also ein recht einfacher Fall, der nur dadurch ungefährlich ist, dass niemand den Körper berührt. Der Fall 2 unterscheidet sich vom Fall 1 dadurch, dass nun eine Berührung des Körpers vorhanden ist. Der Mensch berührt diesen Körper, der wiederum über eine Fehlerstelle mit einem Widerstand von 1000 Ohm eine Verbindung zum Außenleiter hat. Da ich hier nur den Widerstand des Menschen in diesem Zweig des Stromkreises betrachten möchte, gehe ich davon aus, dass der Mensch eine sehr gute elektrische Verbindung zum Erdreich hat. Zum Beispiel dadurch, dass er im Wasser steht. Eine an sich schon extrem gefährliche Situation. Wie fließt nun in diesem Fall der elektrische Strom? Der Stromfluss erfolgt von der Spule über die Sicherung
über die Fehlerstelle, über den Körper des Betriebsmittels, über den Menschen, über dessen Herz zum Erdboden, über das Erdreich, über den oder die Betriebserder, zurück zur spannungserzeugenden Spule. Somit fließt der Strom hier direkt über das Herz des Menschen. Dabei stellt sich hier eine Berührungsspannung des Körpers gegenüber Erde von 115 Volt ein und der Fehlerstrom beträgt 115 mA. Die Sicherung löst bei einem Strom von 115 mA natürlich nicht aus und somit besteht hier akute und erhebliche Lebensgefahr, denn eine Stromstärke von 115 mA über den menschlichen Körper und über das Herz ist extrem gefährlich und der Mensch hat kaum eine Chance, diese Situation zu überleben. Die hier angegebenen Werte lassen sich recht einfach berechnen. Mit dem Ohmschen Gesetz folgt, dass der Fehlerstrom gleich der Gesamtspannung durch den Gesamtwiderstand ist, das sind 230 Volt, geteilt durch den Widerstand von insgesamt 2000 Ohm. Denn der Widerstand an der Fehlerstelle und der Widerstand, den der Mensch bildet, sind ja in Reihe geschaltet und somit ergibt sich ein Gesamtwiderstand in diesem Stromkreis von 2000 Ohm. Daraus resultiert ein Gesamtstrom von 115 mA, der in diesem Fall vollständig über den Menschen fließt. Wie reagiert die Sicherung? Das ist bereits gesagt worden, ich wiederhole das nochmal. Bei einem Strom von 115 mA wird eine 16 Ampere Sicherung sicher nicht abschalten. Der Fehler bleibt somit dauerhaft bestehen und der Mensch wird nicht aus der Situation befreit, dadurch, dass eine Sicherung abschaltet. Die Berührungsspannung des Körpers gegenüber Erde ist hier recht leicht zu berechnen. Da beide Widerstände den gleichen Wert haben, teilt sich die Spannung von 230 Volt zu gleichen Teilen auf den Menschen und auf die Fehlerstelle auf, sodass also eine Spannung von 115 Volt gegenüber Erde besteht. Wichtiger ist allerdings dieser Stromwert, der hier bereits berechnet wurde, denn die Stromstärke ist entscheidend für die Gefährdung des Menschen im Fehlerfall, nicht etwa eine Spannung. Die wird erst dadurch gefährlich, dass sie einen entsprechenden Strom zur Folge hat. Damit komme ich auch schon zum Fall 3. Der Fall 3 entspricht in etwa dem Fall 1, jedoch habe ich in diesem Fall einen Schutzleiter angeschlossen. Die Fehlerstelle hat wieder einen Widerstand von 1000 Ohm. Die Überlegungen sind hier recht einfach, denn der Strom wird nun nur über den Widerstand der Fehlerstelle begrenzt. Der Strom fließt von der spannungserzeugenden Spule über die Sicherung, über die Fehlerstelle, über den Körper, über den angeschlossenen Schutzleiter, im Wesentlichen über den Pennleiter zurück zur spannungserzeugenden Spule. Ein Teil des Fehlerstroms fließt natürlich auch über diese Strecke, über die Betriebserder, auf der Strecke zum Sternpunkt. Es gibt in diesem Fall aber nur den einen Widerstand, der den Strom begrenzt. Der hat in diesem Fall einen Wert von 1000 Ohm, sodass sich mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes hier leicht berechnen lässt, dass die Fehlerstromstärke 230 mA beträgt. Und damit wird die Sicherung wiederum nicht auslösen. Der Mensch ist hier natürlich nicht in Gefahr, da er die Fehlerstelle und auch den Körper gar nicht berührt. Wichtig ist hier auch noch folgende Überlegung, nämlich dadurch, dass der Körper des Betriebsmittels über den Schutzleiter direkt mit der Erde verbunden wird, gibt es so gut wie keine Potentialdifferenz zwischen dem Körper und der Erde, sodass die Berührungsspannung nahezu 0 Volt beträgt. Der Schutzleiter setzt also die Spannung des Körpers auf nahezu 0 Volt herab. Der Fall 4 wiederum entspricht fast dem Fall 3, außer dass der Mensch in diesem Fall den Körper berührt. Wir haben wieder eine Fehlerstelle mit 1000 Ohm, der Schutzleiter ist angeschlossen. Da die Spannung gegenüber Erde etwa 0 Volt beträgt, wird es nicht zu einem Stromfluss über den Menschen kommen. Der Strom fließt weiterhin, wie im Fall 3 bereits gezeigt, über diese Strecke, über den Körper, über den Schutzleiter. Der Schutzleiter zieht das Potential des Körpers auf nahezu 0 Volt. Der Mensch ist in dieser Situation nicht in Gefahr.
Die Sicherung löst aber auch nicht aus, da der Fehlerstrom weiterhin nur 230 mA beträgt. Es ist tatsächlich so, dass bei der hier gezeigten Situation der Mensch keine Körperdurchströmung erfährt und somit ungefährdet ist. Allerdings ist diese Situation potenziell natürlich extrem gefährlich, denn sobald es zu Änderungen kommt, dadurch, dass zum Beispiel der Schutzleiter einen hohen Widerstand hat oder gar bricht, ändert sich die Situation vollkommen. Und gerade dadurch, dass der Mensch hier keinen Übergangswiderstand zum Erdreich hat, muss man diese Situation als potenziell sehr gefährlich einschätzen und die muss unbedingt vermieden werden. Die große Schwäche dieses Fehlerfalls liegt darin, dass bei der kleinsten Abweichung der Widerstandsverhältnisse der Mensch akut extrem gefährdet wird in dieser Situation, denn er berührt ja indirekt über den Fehlerwiderstand den Außenleiter und hat keinen Übergangswiderstand zur Erde. So eine Situation ist nicht zu dulden, da die Sicherung aber leider nicht abschaltet, werden wir in einem der nächsten Videos sehen, dass man heute aktiv gegen diese Situation vorgeht, indem man eine RCD einsetzt. Grundsätzlich aber ist es ja in diesem Video so, dass wir hier noch keine RCDs betrachten. Auf gar keinen Fall darf man bewusst diese Situation eingehen, denn sie ist potenziell einfach zu gefährlich. Der 5. Fall. Dieser Fall ist wieder recht einfach. Der Mensch berührt den Körper nicht, es ist kein Schutzleiter angeschlossen, aber im Gegensatz zu den vorherigen Situationen gehe ich nun davon aus, dass der Körper des Betriebsmittels keinen unendlichen Widerstand zum Erdreich mehr hat, sondern einen Standortwiderstand, den ich hier mit 1000 Ohm beziffere. Die Fehlerstelle hat weiterhin einen Wert von 1000 Ohm. Die Verhältnisse in dieser Schaltung sind wieder recht übersichtlich, denn insgesamt liegt ja zwischen L3 und der Erde eine Spannung von 230 Volt. Die beiden Widerstände sind eindeutig in Reihe angeschlossen und haben somit einen Widerstandswert von insgesamt 2000 Ohm. 230 Volt durch 2000 Ohm ergibt einen Strom von 115 mA, der über diese Strecke fließt. 115 mA reichen natürlich wieder nicht aus, um beispielsweise eine 16 Ampere oder auch nur eine 10 Ampere Sicherung zum Auslösen zu bringen. Das heißt, die potenzielle Gefahr, die sich hier ergibt, bleibt weiterhin bestehen und wird nicht abgeschaltet. Die Spannung gegenüber Erde beträgt 115 Volt. Da die Spannung von 230 Volt sich auf den Fehlerwiderstand und den Standortwiderstand gleichmäßig aufteilt, denn beide Widerstände haben hier den gleichen Wert. Der Fall 6 entspricht dem Fall 5, allerdings berührt in diesem Fall der Mensch den Körper des Betriebsmittels. Ich werde hier zuerst die Konsequenzen dieser Situation erläutern und anschließend die entsprechenden Berechnungen durchführen. Der Fehlerwiderstand hat wieder einen Wert von 1000 Ohm, der Standort hat ebenfalls einen Widerstand von 1000 Ohm und auch beim Menschen nehme ich genau diesen Wert von 1000 Ohm an. Es wird nun zu einem Stromfluss kommen, von der spannungserzeugenden Spule über die Sicherung, über die Fehlerstelle, über den Standort in das Erdreich, zurück zur Spule. Aber es wird auch ein Strom über den Körper fließen und damit über den Menschen, der ja den Körper berührt und von da aus zur Erde. Der Widerstand zur Erde wird ja hier wieder sehr niedrig angesetzt, da ich davon ausgehe, dass der Mensch im Wasser steht. In den folgenden Berechnungen werden wir sehen, dass der Fehlerstrom insgesamt 153 mA beträgt und somit die Sicherung natürlich nicht auslöst. Die Gefahr bleibt also bestehen. Die Berührungsspannung gegenüber Erde beträgt 76,7 Volt und der Strom, der über den Menschen fließt, beträgt damit 76,6 oder 76,7 mA. Bei einem Strom von 76,7 mA über den Oberkörper des Menschen und damit über das Herz muss man davon ausgehen, dass der Mensch sofort verstirbt. Er hat kaum eine Chance, diese Situation zu überleben, geschweige denn ohne schwere Schäden zu überleben. Nun zu den Berechnungen. In diesem Fall habe ich einmal die Berechnung etwas ausführlicher durchgeführt,
Der Strom fließt ja zunächst über den Fehlerwiderstand und teilt sich dann über den Standort und über den Menschen auf. Das heißt, der Mensch und der Standort sind parallel geschaltet in Reihe zum Fehlerwiderstand. Hier ist das recht einfach zu erkennen. Der Fehlerwiderstand liegt vor der Parallelschaltung des Standortes mit dem Menschen. Dadurch ergibt sich dieses kleine Ersatzschaltbild. Es gibt hier den Fehlerstrom, das ist hier der Gesamtstrom über den Fehlerwiderstand. Es gibt den Strom über den Standort und es gibt den Strom über den Menschen. Der Gesamtwiderstand dieser Schaltung setzt sich zusammen aus dem Widerstand des Fehlers in Reihe zu dem Widerstand dieser kleinen Parallelschaltung. Der Widerstand einer Parallelschaltung aus zwei Widerständen kann berechnet werden, indem man den einen Widerstand mit dem anderen Widerstandswert multipliziert und das Ganze durch die Summe dieser beiden Widerstandswerte dividiert. Das sehen wir in dieser Formel. Rs mal Rm geteilt durch Rs plus Rm ergibt den Widerstand der Parallelschaltung. In Reihe dazu liegt der Fehlerwiderstand. Setze ich nun alle Werte hier ein, so komme ich auf einen Widerstandswert von 1500 Ohm. Dieser Gesamtwiderstand von 1500 Ohm liegt an 230 Volt und damit ergibt sich mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes ein Strom von 153,3 mA für den Fehlerstrom, der hier dem Gesamtstrom entspricht. In diesem Fall ist es ziemlich einfach zu berechnen, wie sich nun dieser Strom von 153,3 mA aufteilt. Da die beiden Widerstände Rs und Rm gleich groß sind, teilt sich der Strom zu gleichen Teilen auf diese beiden Widerstände auf, sodass sich ein Wert von 76,6 mA ergibt. Wie oben bereits erwähnt, wird die Sicherung darauf nicht reagieren, schaltet also nicht ab. Der Fehler bleibt somit dauerhaft bestehen. Und es besteht, wie bereits erwähnt, eine unmittelbare Lebensgefahr für den Menschen. Interessant bei dieser Betrachtung ist auch folgende Tatsache. Dadurch, dass der Widerstand des Standortes nun nicht mehr unendlich groß ist, also kleiner geworden ist, hat sich gegenüber dem entsprechenden Fall vorher der Strom über den Menschen verringert. Der ist kleiner geworden. In diesem Fall aber immer noch unmittelbar lebensgefährlich. Wird dieser Widerstand wesentlich weiter herabgesetzt, so wird der Strom über den Menschen tatsächlich noch kleiner werden. Bis hin zu der Tatsache, dass dann möglicherweise keine Lebensgefahr mehr gegeben ist. Denn wenn dieser Standortwiderstand so klein wird, dass der Körper eine sehr gute Verbindung zur Erde hat, wäre das ja gleichbedeutend mit der Tatsache, dass der Körper eine Verbindung zum Schutzleiter hat. Und wie wir da bereits gesehen haben, ist dann die unmittelbare Lebensgefahr nicht mehr gegeben. Damit zum Fall 7. Hier ist es wieder so, dass der Mensch den Körper nicht berührt. Es ist aber ein Standortwiderstand des Körpers zur Erde vorhanden und der Schutzleiter ist angeschlossen. Den Fehlerwiderstand nehme ich wieder mit 1000 Ohm an und ebenfalls den Widerstand des Standortes. Der Strom wird nun wieder über die spannungserzeugende Spule, über die Sicherung, über die Fehlerstelle erfolgen, über den Körper, über den Schutzleiter, in erster Linie über den Pennleiter zur spannungserzeugenden Spule zurück. Auch hier ist es natürlich wieder so, dass ein gewisser Fehlerstromanteil über die Erde abfließt zur Spule. Der Strom, der hierbei über das Erdreich abfließt, ist aber nahezu gleich Null. Es ist also in diesem Fall, obwohl der Körper über den Standortwiderstand eine Verbindung zur Erde hat, davon auszugehen, dass dieser Strom nahezu gleich Null ist. Das ist deshalb der Fall, weil der parallel geschaltete Widerstand des Schutzleiters nahezu einen Widerstand von 0 Ohm hat, während hier ja 1000 Ohm vorhanden sind und somit wird dieser Strom vernachlässigbar klein sein. Es ist also so, dass der Stromfluss in diesem Fall nur noch durch den Fehlerwiderstand, nicht aber mehr durch den Standortwiderstand begrenzt wird, da der Strom direkt über den Schutzleiter abfließt. Somit ergibt das Ohmsche Gesetz hier wieder 230 Volt durch 1000 Ohm und der Fehlerstrom wird 230 mA betragen und die Sicherung löst abermals nicht aus. Aber auch in diesem Fall hat der Schutzleiter hier wieder
die Spannung des Körpers gegenüber Erde auf nahezu 0 Volt herabgesetzt. Das Ganze habe ich hier nochmal in einem kleinen Ersatzschaltbild demonstriert. Die ganze Schaltung liegt an 230 Volt. Der Strom fließt über die Fehlerstelle, potenziell über den Standort, der aber parallel geschlossen ist mit dem Schutzleiter. Da der Schutzleiter einen extrem kleinen Widerstand hat im Vergleich zu dem Standort, wird der gesamte Fehlerstrom nun über diese Strecke fließen. Zum Fall 8. Der Fall 8 entspricht dem Fall 7, jedoch berührt nun der Mensch den Körper. Wie wir bereits im Fall 7 gesehen haben, setzt der Schutzleiter die Spannung des Körpers gegenüber Erde auf nahezu 0 Volt herab. Und somit wird auch in diesem Fall kein Strom über den Menschen fließen und es gibt keine unmittelbare Gefährdung. Wie aber in dem entsprechenden Fall vorher bereits gesagt, besteht ja eine erhebliche potenzielle Gefahr, denn sobald der Schutzleiter hochohmig ist oder sogar bricht, sind wir in einer der vorherigen Situationen und der Mensch wird in dieser Situation vermutlich ums Leben kommen. Auch hier ist es wieder so, dass die Sicherung nicht abschaltet, da der Gesamtstrom ja nur 230 mA beträgt, denn der fließt ja komplett über den Schutzleiter ab, wie in der Situation vorher auch. Daran hat sich nichts geändert. Die Sicherung schaltet also nicht ab und somit ist diese Anlage sicherheitstechnisch nicht besonders gut. Und daher rüstet man ja auch heutzutage in allen Anlagen eine RCD nach, beziehungsweise baut neue Anlagen nur mit RCDs auf. Aber das werden wir uns erst in einem späteren Video genauer ansehen. Auch hier das Ganze nochmal in einem kleinen Ersatzschaltbild. Der Strom fließt ja über die Fehlerstelle. Nun sind aber der Standort, der Mensch und der Schutzleiter parallel geschaltet. Da der Widerstand des Schutzleiters viel kleiner ist als die Widerstände des Menschen und der Widerstand des Standortes, wird nun der Strom über den Standort und auch der Strom über den Mensch nahezu 0 mA betragen und der gesamte Fehlerstrom fließt über den Schutzleiter ab. Aber auch hier möchte ich unbedingt darauf hinweisen, dass die Situation als sehr grenzwertig betrachtet werden muss, denn sobald der Schutzleiter keine gute Funktion oder gar keine Funktion mehr hat, wird der Mensch in dieser Situation vermutlich ums Leben kommen. In allen bisher betrachteten 8 Situationen ist es nun so gewesen, dass ein unvollkommener Körperschluss aufgetreten ist. In manchen dieser Situationen war der Mensch unmittelbar gefährdet, in vielen anderen Situationen war er nicht gefährdet, aber er war potenziell sehr gefährdet. Gemeinsam war aber allen Situationen, dass die vorgeschaltete Sicherung keinen Fehlerschutz bieten konnte. Genau das ist der Grund dafür, dass heute so häufig eine RCD in den Anlagen eingesetzt wird und auch eingesetzt werden muss. Abschließend möchte ich noch einen Fall betrachten, der von den bereits betrachteten Fällen abweicht. In diesem Fall hat der Mensch nämlich einen sehr hohen Übergangswiderstand zum Erdreich. Er steht also nicht etwa im Wasser, sondern hier auf einer mehr oder weniger gut isolierenden Unterlage. Die Situation ist recht einfach zu verstehen in ihrem Gesamtzusammenhang. Ich werde anschließend noch einige Berechnungen durchführen, die tatsächlich etwas komplizierter sind, aber sicherlich auch eine gute Gelegenheit bieten, um bestimmte Berechnungen zu erlernen. Zunächst aber grundsätzlich zu dieser Situation. Wir sehen hier wieder eine Fehlerstelle mit 1000 Ohm, einen Standortwiderstand, den ich ebenfalls mit 1000 Ohm angenommen habe. Der Mensch berührt den Körper. Da er aber auf einem isolierenden Untergrund steht, darf ich dieses Symbol streichen, denn es gibt keine unmittelbare Lebensgefahr für den Menschen. Ich nehme hier einen Widerstand von 100 Kiloohm an. Der Mensch hat einen Widerstand von 1000 Ohm, die isolierende Unterlage hat einen Widerstand von 100.000 Ohm. Somit kann der Strom so oder so über den Menschen nicht sehr groß werden und somit gibt es für den Menschen hier keine unmittelbare Gefährdung. Es bleibt aber hier auch zu bedenken, dass die vorgeschaltete Sicherung wiederum trotz des Fehlers die Anlage nicht abschaltet und dass der Körper gegenüber Erde in diesem Fall nahezu eine Spannung von 115 Volt gegenüber Erde hat.
die nur deshalb nicht zu einem gefährlichen Stromfluss über den Menschen führt, da der ja zum Erdreich gut isoliert ist. Sobald er aber die isolierende Unterlage verlässt, sind wir in einer der vorgenannten Situationen, in der es unmittelbar zu einer Lebensgefahr kommt. Also auch diese Situation ist potenziell lebensgefährlich, wenn auch nicht unmittelbar. Ich werde nun die Berechnung für diese Situation durchführen, die sind aber durchaus etwas komplizierter, es lohnt sich aber sicherlich, den Berechnungen einmal zu folgen. Zunächst werde ich die Fehlerstromstärke IF über die Sicherung berechnen. Wir sehen hier die entsprechende Ersatzschaltung. Der Strom fließt hier wieder über die Fehlerstelle, über den Standort und parallel dazu über die Reinschaltung, die aus dem Menschen und dem Übergangswiderstand besteht. Dieser Widerstand, der Übergangswiderstand, ist dabei aber erheblich größer als der Widerstand des Menschen. Wenn ich nun den Gesamtwiderstand dieser Schaltung berechne, so muss ich den Widerstand RF in Reihe zu dem Gesamtwiderstand dieser Teilschaltung setzen. Das spiegelt sich hier wieder. RF wird addiert mit einem weiteren, etwas komplizierter zu berechnenden Widerstand. Der wiederum, dieser Teil der Schaltung, besteht aus einer Parallelschaltung, die in dem einen Zweig nur aus dem Widerstand RS und in dem anderen Zweig aus RM plus RÜ besteht. Und somit kann ich an dieser Stelle wieder so rechnen, als hätte ich nur zwei Widerstände parallel geschaltet. Der eine Widerstand besteht aber jetzt aus RM plus RÜ, also aus der Reihenschaltung des Menschen mit dem Übergangswiderstand. Und somit kann ich nun setzen RS mal dem Gesamtwiderstand des Zweiges, in dem sich der Mensch befindet, geteilt durch RS plus dem Zweig, in dem sich der Mensch befindet, setze ich hier alle Werte ein. Aufgepasst, hier ergibt sich ein sehr großer Wert von 101 Kiloohm. Hier sind es nur 1000 Ohm. Und somit komme ich hier auf einen Gesamtwiderstand von 1990 Ohm. Dieses Ergebnis ist insofern bemerkenswert, als dass RF und RS, wenn die beiden ausschließlich in Reihe geschaltet wären, sich ein Gesamtwiderstand von 2000 Ohm ergeben würde und somit dieser Parallelzweig den Gesamtwiderstand dieser Schaltung nur um 10 Ohm herabsetzt. Also nehme ich diesen Zweig hier raus, wird der Widerstand sich nur um 10 Ohm erhöhen auf 2000 Ohm. Ich kann nun das Ohmsche Gesetz ganz einfach anwenden, um den Gesamtstrom IF zu berechnen. Der ergibt sich hier einfach, indem ich 230 Volt durch 1990 Ohm teile und somit auf einen Strom von 116 Milliampere komme. Ich werde jetzt noch den Strom über den Menschen berechnen. Das ist ja der Strom durch diesen Zweig der Schaltung. Ich werde dabei die Stromteilerregel anwenden. Es geht durchaus auch einfacher, aber ich möchte hier einmal die Anwendung der Stromteilerregel zeigen, denn dabei wird immer wieder ein typischer Fehler gemacht, auf den ich hier hinweise. Fürs Grundverständnis der Gefahrensituation in diesem Fall ist das allerdings nicht wichtig. Die Stromteilerregel besagt, dass für eine Parallelschaltung ein umgekehrtes Verhältnis der Widerstände zu den Strömen besteht. Das heißt also, der Strom durch den Menschen IM im Verhältnis zum Strom durch den Standortwiderstand, also dieser Strom im Verhältnis zu diesem Strom, entspricht dem umgekehrten Verhältnis dieser Widerstände. Denn je größer der Widerstand, desto kleiner der Strom. Somit ergibt sich eine Überkreuzbeziehung. Ich setze hier oben den Strom über den Menschen ein und muss auf der anderen Seite der Gleichung den Widerstand des Zweiges einsetzen, in dem sich der Mensch befindet. Entsprechend steht hier im Nenner der Strom über den Standort und hier im Zähler der Widerstand des Standortes. Das ist also eine Überkreuzbeziehung, bei der eben der Strom des einen Zweiges im Zähler steht und der entsprechende Widerstand im Nenner und umgekehrt. Diese Gleichung bringt mich an dieser Stelle allerdings nicht weiter, denn ich möchte den Strom über den Menschen berechnen. Da ich aber den Strom über den Standort nicht kenne, werde ich hiermit nichts anfangen können. Daher muss in diesem Fall die Stromteilerregel anders angewendet werden, um direkt zu einem Ergebnis zu kommen.
Und dabei wird immer ein bestimmter typischer Fehler gemacht, auf den ich jetzt hinweisen werde. Ich muss also wieder eine Überkreuzbeziehung herstellen, die stelle ich aber nun her, indem ich den Strom über den Menschen IM zum Gesamtstrom abbilde, IF. Das heißt nun also, wenn der Strom IM hier im Zähler steht, muss ich den Stromzweig, in dem sich der Mensch befindet, auf der rechten Seite im Nenner abbilden. Da ich hier den Gesamtstrom im Nenner abgebildet habe, muss ich nun den Gesamtwiderstand hier im Zähler abbilden. Und dabei wird häufig der Fehler gemacht, dass ein Widerstand, so wie hier der vorgeschaltete Widerstand RF, mit in die Berechnung einbezogen wird. Das ist aber nicht richtig. Denn der Gesamtwiderstand, den ich hier einzusetzen habe, ist der Gesamtwiderstand dieser Parallelschaltung. Denn diese Parallelschaltung wird von einem Strom IF insgesamt durchströmt. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Widerstand ich hier vorne habe. Und somit ist hier oben im Zähler der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung einzusetzen. Wie der berechnet wird, habe ich oben bereits gezeigt und die entsprechende Formel hier eingesetzt. Nun kann ich diese Formel umstellen auf IM. Das geschieht einfach dadurch, dass ich beide Seiten mit IF multipliziere. Dadurch ergibt sich diese Gleichung. Die Werte eingesetzt, ergibt sich nun der erstaunlich niedrige Strom von 1,14 mA über diesen Zweig, in dem sich der Mensch befindet. Und damit ist es tatsächlich so, dass in dieser Situation zwar noch ein ganz kleiner Strom über den Menschen fließt, der aber so klein ist, dass keine unmittelbare Gefährdung davon ausgeht. Denn ein Strom von 1,14 mA ist nicht unmittelbar gefährlich. Aber es ist jetzt auch leicht einzusehen, dass beim Herabsetzen dieses Widerstandes der Strom über diesen Zweig immer größer werden wird und somit eine Gefahr für den Menschen bildet. Ja, das waren die Fallbetrachtungen in diesem Video. Ich hoffe, es ist für Sie einsichtig geworden, dass der Schutzleiter zwar in vielen Fällen, die wir hier betrachtet haben, durchaus eine erhebliche Schutzwirkung hat, dass es aber niemals zur Abschaltung der Sicherung kommt und somit die Anlage sicherlich keinen guten Schutz bietet. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.